Viele kennen Gipfelholz von den Diodenlasertests. Aber wir wollen mehr und das nächste Level erreichen. Und aus diesem Grund schauen wir uns heute einen smarten CO2 Desktop Laser mal genauer an und wollen auch mal schauen, ob der wirklich so smart ist. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und viele von euch da draußen, die kennen mich von den ganzen Diodenlaser-Tests, die ich gemacht habe und Tipps und Tricks und so weiter. Da könnt ihr gerne auch noch mal drauf schauen. Ich habe mir schon länger überlegt, hier zusätzlich zu den Diodenlasern noch einen CO2-Laser anzuschaffen. Dann habe ich viel auf YouTube Raum geschaut. Aber dann bin ich so, die eine Seite sind so diese Billiggeräte, wo ich dann noch ewig rumbasteln muss und Problemchen habe, bis das Ganze mal einfach läuft. Darauf habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock. Die zweite Schiene war dann, ja, vernünftige CO2-Laser, aber die sind Riesenäumel teilweise. Also wirklich, ich kriege die ja hier nicht hoch, ich bin hier im 2. Stock, ich bin nicht ebenerdig hier mit meiner Werkstatt, deshalb kann ich die einfach nicht mal reinschieben und ich müsste hier diese schweren Laser irgendwie diese Treppe hochbekommen. Das ist auch nicht möglich. Also habe ich mich schlussendlich hier für einen CO2 Desktop Laser entschieden. Das ist ja der X-Tool hier P2 und die versprechen hier einen smarten Laser im Endeffekt hinstellen, noch ein paar kleine Vorbereitungen machen und dann loslegen. Aber ist das wirklich so? Und das wollen wir uns halt einfach mal hier mit diesem P2 hier einfach mal anschauen, ob der wirklich so smart ist. Und darauf bin ich echt gespannt. Ihr seht den ja hier schon ausgepackt auf dem Tisch stehen. Das Auspacken spare ich euch, aber ich muss dazu sagen, Leute, ihr braucht definitiv eine zweite Person dazu. Die Treppen hoch hier ging auch nur mit 2 Personen, denn der Laser wiegt stolze 45 Kilo. Und das ist jetzt allein nicht mal so schnell zum Handeln hier das Ganze. Deshalb kann ich euch auch beim Auspacken nur empfehlen, eine zweite Person zu nehmen. Der erste Eindruck ist sehr gut, muss ich sagen. Es ist hier zwar alles außen am Laser aus Plastik, aber es ist ein sehr hochwertiges Plastik. Wir haben hier oben noch eine Sichtschutzscheibe verbaut und innen drin ist aber alles aus Metall. Deshalb kommen wir auch auf das stolze Gewicht von 45 Kilo. Also ich finde es von der Qualität echt super verarbeitet. Uns wird hier ein smarter Laser versprochen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er alles hat, denn diese Sachen wollen wir jetzt einfach mal durchgehen und schauen uns einfach mal diesen Laser genauer an. 3 Verbindungsmöglichkeiten, einmal über Netzwerk, einmal über WLAN und einmal direkt über USB. Notaustaster, Anschluss für ein Brandmeldesystem und rechts der Anschluss für ein CO2-Löschsystem. Verbauter Abluftventilator hier, der richtig gut hier die Luft aus dem Inneren absaugen soll. Hydrauliköffner hier am Deckel, wie ihr das aus dem Kofferraum kennt. 2 im Gehäuse verbaute 16 Megapixel Kameras. Einmal Nahbereich, einmal Weitwinkel. Verbauter Air Assist mit Kompressor. 2 verbaute LED-Lichtstreifen im Gehäuse. Schnittlamellen, die wir hier auch rausnehmen können. 2 automatische Laser-Fokus-Messsysteme hier, um die Materialstärke zu messen. Wir haben hier einen Arbeitsbereich hier von 600 auf 308 mm, ist aber erweiterbar auf, jetzt haltet euch fest, auf stolze 3 Meter auf 50 cm. Wir können eine Geschwindigkeit von 600 mm pro Sekunde bzw. 36.000 mm pro Minute an Geschwindigkeit fahren. Denn CO2-Laser brauchen ja eine Wasserkühlung bzw. die Röhre braucht hier hinten eine Wasserkühlung. Jetzt gibt es Geräte auf dem Markt hier, da gibt es dann einfach eine Wasserpumpe dazu und diese Wasserpumpe muss man dann einfach in einen Eimer reinhalten. Ja, gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Oder man kann sich ein externes Kühlgerät kaufen. Das nennt sich Chiller und damit kann man dann die Röhre genauso kühlen, aber man muss es halt noch dazu kaufen und das ist dann ein externes Gerät. Was mir hier sehr gut gefällt ist, dass der Chiller bzw. die Wasserkühlung hier in diesem Gerät schon fix verbaut ist. Also man muss sich da nicht noch zusätzlich einen Chiller kaufen, sondern es ist hier alles schon verbaut. Ich habe schon so einiges genannt, was der Laser hier so kann und das werden wir uns natürlich in diesem Video auch anschauen.
Allerdings gibt es noch so einiges an Zubehör. Hier zum Beispiel ein Gehäuse, ein Erhöhungsgehäuse, was ich hier noch schon zusammengebaut habe. Dieses Gehäuse stellt man unter den Laser bzw. den Laser auf das Gehäuse, um dann hier die Arbeitsfläche zu erhöhen. Für einen Rotari, den wir uns auch noch anschauen werden. Die Arbeitsfläche hier in diesem Laser, die hat eine Arbeitshöhe eher gesagt, von 71 mm und mit diesem Gehäuse hier, da habe ich eine Arbeitshöhe von 215 mm. Weiteres Zubehör wäre zum Beispiel noch ein Förderband. Ja, ihr habt es richtig gehört. Dieses Förderband kann man an dieses Gehäuse hier anbauen, um bis zu 3 Meter lange Sachen zu lasern und das Ganze vollautomatisch. Ebenso, was ich nicht erwähnt habe, das wundert mich, damit kann ich auch so eine Art 3D lasern, denn ich kann hier nämlich auch richtig schöne gewölbte Sachen lasern. Das wollen wir uns aber auch mal noch in einem anderen Video anschauen. Ein weiteres Zubehörteil hier habe ich auf dem Tisch stehen hier und das kann ich jedem empfehlen, der keine Möglichkeit hat, die Abluft nach draußen zu leiten. Denn Leute, ihr wisst, hier werden auch giftige Gase erzeugt, die müssen verschwinden, die müssen nach draußen geleitet werden. Sollte das aber nicht der Fall sein, könnt ihr diesen Abluftfilter hier anschließen. Der hat eine richtig krasse Saugleistung, hat hier 3 verschiedene Filter verbaut und saugt und reinigt die Luft aus diesem Gerät hier ab. Und ich bin auch mal gespannt, was der an Taug hat. Den wollen wir natürlich auch mal testen. Und der hat so eine richtig krasse Saugleistung hier. Das ist richtig krass. Man kann den hier noch einstellen und der saugt mal richtig gut ab. Wenn wir schon beim Thema Sicherheit sind, er hat nicht nur den Notaustaster hier an der Seite hier dran, sondern beim Lasern verriegelt der Deckel hier automatisch und entriegelt den Deckel erst, wenn ihr fertig gelasert habt, beziehungsweise wenn der Rauch hier nach ein paar Sekunden abgesaugt worden ist. Nichtsdestotrotz müsst ihr natürlich selber auf eure Sicherheit ein bisschen achten. Lasst den Laser auch niemals unbeaufsichtigt. Das heißt, ihr drückt Start und haut dann mal eine halbe Stunde ab, weil dann könnt ihr auch nicht eingreifen, sollte was sein. Bevor wir loslegen, müssen wir noch 2 Kleinigkeiten erledigen, denn wir müssen jetzt nochmal das Wasser hier einfüllen, beziehungsweise Wasser mit Frostschutz, damit das Wasser hinten in der Röhre nicht gefrieren kann, je nachdem natürlich, wo der Laser dann steht. So, jetzt seht ihr mal die Röhre hier hinten drin. Bitte kontrolliert die Röhre gleich mal auf Beschädigungen, ob da irgendwas kaputt ist oder so von der Lieferung. Deshalb müsstet ihr gleich dann dem Support anschreiben und nicht erstmal hier weitermachen. Gut, okay, also wir füllen das Ganze jetzt hier auf. Ihr seht hier hinten, seht ihr den Öffnungsdeckel für den Behälter fürs Wasser. Und der wird dann eingefüllt. Ich finde es echt cool, dass es auch alles in einem verbaut ist und nicht irgendwo ein Eimer steht oder ich noch extra was brauche, sondern dass alles hier im Gehäuse ist. Zum Wasser einfüllen würde ich euch destilliertes Wasser noch empfehlen hier, das ist sauberer und natürlich diesen Frostschutz je nach Gebiet, wo ihr seid oder wo der Laser natürlich steht. So, da könnt ihr dann ablesen, wie viel ihr reinmachen müsst. Also dann werden wir jetzt mal die Spiegel justieren. Ihr seht, hier ist ein Spiegel verbaut, hier hinten ist noch ein Spiegel verbaut. Die beiden können wir justieren und dann geht es hier, ist ein kleines Loch hier oben drin in den Lasern. Also der Laser wird hinten erzeugt, geht über diese 2 Spiegel hier rein in dieses Gehäuse. Hier ist das Loch und wird dann hier runtergeleitet. Und den müssen wir jetzt einfach mal justieren, dass das ja schön hier in dem Loch in der Mitte ist. Das Wichtigste ist dieser Spiegel hier drin. Wenn wir den eigentlich richtig justieren, dann stimmt es wirklich gut. Aber hinten der Spiegel ist auch noch justierbar, sollte es hinten auch überhaupt nicht passen. Dazu müsst ihr euch erstmal das Xtool Creative Space runterladen. Gibt es auf der Homepage zum Downloaden. Und dann habt ihr diese Oberfläche. Und dann geht ihr hier oben auf Gerät verbinden. Und je nachdem, wie ihr es jetzt gesteckt habt oder machen wollt. Das Coole finde ich, dass man auch über WLAN anstecken kann, IP direkt und übers Netzwerk verbinden kann. Ich habe ihn jetzt einfach mal über USB angesteckt hier und mache jetzt einfach mal aktualisieren.
natürlich erstmal anklicken hier. Klar. Und dann Update können wir gleich mal machen. Machen wir das Ganze mal. Update ist ausgeführt, dauert ein paar Minuten. Jetzt könnt ihr hier oben, seht ihr, es ist ja verbunden hier mit USB. Jetzt könnt ihr hier auf das kleine Rädchen gehen. Gehen wir dann hier auf die Einstellungen, um an die Spiegel einzustellen. Einrichten des optischen Pfades. Gehen wir auf Test. Jetzt seht ihr hier einen Puls. Da bitte noch nicht drücken. Jetzt müssen wir erstmal das Lasermodul in die rechte Ecke unten bewegen. Und das macht ihr bitte nicht per Hand. Der Laser ist an. Jetzt könnt ihr es nicht mehr per Hand verschieben, sondern ihr müsst es hier drücken, 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 bis der Laser halt auf der rechten Seite ist. Und dann geht es weiter. So, jetzt nimmt es ein Krepppapier oder Kreppband, Klebeband. Sollte ein bisschen stärker sein vielleicht. Wenn es nicht ganz so stark ist wie bei mir hier, dann klebt ihr hier über dieses Loch, klebt ihr das Klebeband drüber hier und reibt so ein bisschen rein, dass man den Kreis hier sieht. Ich nehme aber 2 Lagen, weil sonst wird das Papier anfangen zu brennen und deshalb 2 Lagen. Und jetzt drückt ihr auf Puls. Ich drücke nur einmal drauf, weil sonst, wie gesagt, kokelt das ganze Papier ab. Wow, ich muss sagen, da muss ich so gut wie gar nichts mehr groß einstellen. Bei mir stimmt es echt fast, das hätte ich jetzt nicht gedacht hier, aber ich sage jetzt mal noch ein Zehntel, 2 Zehntel werde ich jetzt noch mal ein bisschen nach unten gehen. Jetzt seht ihr hier eine kleine Klappe, die kann man nämlich auch aufmachen hier. Da braucht ihr nur kurz wegziehen, dann kommt ihr besser an den Spiegel hier ran. Jetzt seht ihr hier dieses Spiegelmodell. Wir haben jetzt hier 4 Schrauben, wir brauchen aber hier nur 2 Schrauben. Das heißt, wir brauchen diese untere. Das ist die Verstellschraube für Vertikalverstellung und die hier oben, links oben, das ist die Schraube für die horizontale Verstellung. Jetzt haben wir hier noch kleine Imbusschrauben hier drin. Das sind die Sicherungen der Schrauben. Die müsst ihr einfach nur mal aufdrehen und die aufdrehen. Und jetzt ist es dann so, wenn ich diese Schraube hier für die Vertikalstellung reinschraube, dann geht es nach unten und wenn ich die Schraube rausschraube, dann geht es nach oben. Wenn ich jetzt hier das an der horizontalen Verstellung mache, wenn ich jetzt oben diese Schraube verstelle und zwar reinschrauben, geht es nach links und rausschrauben, geht es nach rechts. Wir sind eigentlich jetzt schon bereit zum Loslegen. Ihr habt es selber gesehen, wie schnell das funktioniert, ohne großes Gebastel oder sonst irgendwas. Wasser einfüllen, Spiegel justieren und schon sind wir laserbereit. Allerdings müssen wir uns natürlich die Software erstmal ein bisschen anschauen, das ist ganz klar. Und nachher die Dateien oder beziehungsweise nicht die Dateien, die Schnitttests und Speed- und Power-Tests, diese Dateien könnt ihr ja kostenlos bei mir auf der Homepage downloaden. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und da könnt ihr drauf schauen, downloaden und habt keine Arbeit mehr. Denn in der Software von Xtool kann man zwar sich Tests generieren lassen, aber die müsste man selber auf alle Materialien hier vorbereiten und ausprobieren und das Ganze. Und somit habt ihr das Ganze schon eigentlich fast erledigt und ihr könnt es einfach nur downloaden, reinladen und loslegen mit euren Tests. Und solche Tests kann ich euch immer nur empfehlen, solche Tests auf den verschiedenen Materialien anzuwenden. Wir schauen uns jetzt hier diese Software von Xtool hier einfach mal an. Es ist ähnlich aufgebaut wie Lightburn, nur nicht so ganz umfangreich. Es ist wirklich super einfach, also arbeitet euch da ein bisschen selber ein. Aber so Grundsachen zeige ich jetzt euch einfach mal. Jetzt drückt ihr mal auf Aktualisieren, denn das hat was mit der Kamera zu tun. Jetzt macht die Kamera ein Bild. Ihr seht es jetzt auch gerade, ich habe hier 10 mm Sperrholz eingelegt und das wollen wir jetzt messen. Ihr könnt natürlich die Dicke des Materials hier einfach einstellen. Da schreibt ihr einfach 10 mm rein, ist kein Stress und ihr könnt es automatisch messen lassen. Bevor ihr das Ganze macht, es gibt auch eine Auswahlliste. Die haben wir hier an der Seite. Da könnt ihr voreingestellte Sachen euch reinladen. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr die Lamellen drin habt, weil die Lamellen sind der Nullpunkt im Endeffekt, müsst ihr das hier einstellen. Wenn ihr die Lamellen nicht drin habt für höhere Sachen oder das Erhöhungsgehäuse drin habt, dann müsst ihr die offene Bodenplatte wählen. Da seht ihr auch, dann ändert sich auch die Kamera. Jetzt gehen wir nochmal auf Lamellen flach, weil wir die ja drin haben. Und sagen jetzt mal, ich messe das Ganze. Ihr habt ja hier einen kleinen Laserpunkt, da legt ihr euer Werkstück darunter, wenn ihr den Laser öffnet und drückt mal auf dieses Lineal. Jetzt müsste der Laser das Material messen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben 10 mm drin. Jetzt misst der Laser
Und jetzt bin ich mal gespannt, 9,9 mm, also das ist jetzt ein Zehntel Unterschied. Es kann ja auch sein, dass ich mich jetzt auch um ein Zehntel vermessen habe. Also kein Problem. Jetzt kann natürlich auch sein, weil wir haben noch ein zweites Messsystem dran, das müsst ihr dann machen, wenn ihr die Lamellen draußen habt, könnt ihr auf das hier gehen und könnt auch Bereiche messen. Das wird dann über die Kamera gemessen oder über das Kamerasystem gemessen vom Laser, der ja im Laserkopf ist. Dann fährt nämlich der Laser an diese Stelle hin und misst an dieser Stelle. Das kann sein, dass das Holz jetzt an dieser Stelle ein bisschen dicker oder dünner ist. Fahren wir mal hin. Und was misst er hier? Da haben wir auch 9,9 mm, also das passt exakt zu dem Holzstück dazu, dieser Zehntel, das ist wurscht. Oder ihr könnt dann, wie gesagt, auch einfach hier diese 10 mm eintragen, wenn ihr wisst, wie dick euer Material ist. Und also auch kein Problem. Gut, das ist schon mal das Erste, was wir wissen müssen. Jetzt kommen wir machen wir gleich mal hier ein Projekt hier auf. Da können wir mal den Schnitttest machen für diese 10 mm. Der Schnitttest ist für 10 bis 15 mm ausgelegt. Den öffnen wir jetzt einfach mal, drücken nochmal aktualisieren hier für die Kamera. Und jetzt könnt ihr das Ganze markieren. Ihr könnt es dann passend hinschieben, wie ihr wollt. Wenn ihr fein justieren wollt noch oder ausrichten wollt, dann drückt ihr hier auf die Nahaufnahme und könnt einen Bereich hier auswählen. Zum Beispiel wählen wir jetzt einfach mal den Bereich hier einfach aus. Und dann macht das Ganze eine Nahaufnahme. Aber jetzt machen wir die jetzt nochmal aus, die Nahaufnahme. So, jetzt seht ihr hier diesen Schnitttest. Da ist jetzt gerade mal aktuell, wenn ihr das Ganze machen müsst, ihr müsst das Ganze nur machen, also das heißt, ihr legt da jetzt ein 10 mm Sperrholz ein, geht es auf dieses Messsystem oder tragt es hier einfach 10 mm ein. Und gut ist, jetzt seht ihr hier, das habe ich gerade erwähnt, mit diesem eigenen Material. Sachen hier. Also ich gehe jetzt zum Beispiel mal auf 6 mm MDF, dann gibt Xtool hier eine Vorgabe vor. Wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Kästchen anklickt, dann seht ihr hier schneiden und die würden bei 6 mm MDF würden die eine Leistung von 100% und 17 Geschwindigkeit vorschlagen. Ich bin jetzt nie so ganz der Fan von 100%, weil dann ich sage jetzt mal, die Leistung der Röhre oder die Lebenszeit der Röhre bei 100% nach unten geht. Deshalb, aber das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Nur, dass ihr es wisst, umso weniger Leistung ihr habt, umso länger könnt ihr die Röhre einfach nur halten. Gut, die schlagen das Ganze jetzt vor. Jetzt könnt ihr hier auf Schneiden gehen, Fläche Gravur. Dann wird das ausgefüllt hier, das Kästchen. Da schlagen die eine Leistung vor von 15% und 400 Geschwindigkeit und so weiter. Liniengravur, da wird nur eine Linie graviert. Da schlagen die das auch hier vor. Aber wie gesagt, ich stelle das alles immer selber ein und mache dann lieber meine, ich sage jetzt mal Speed- und Power-Tests. Dann muss ich das alles nicht machen hier. Aber ihr könnt auch euer eigenes Material, wenn ihr das jetzt hier einfach mal eingestellt habt, also ihr habt jetzt hier 10 mm Sperrholz drin, 9,9, 10, das ist jetzt wurscht. Dann könnt ihr das Ganze auch euch speichern. Das heißt, wo haben wir es denn jetzt? Lamellenflach, eigenes Material 10 und genau hier. Manuelle Einstellungen, da könnt ihr jetzt einfach sagen, ich gehe jetzt hier auf Speichern und mache das Ganze mit 10 mm schneiden und könnt das Ganze abspeichern in dem System und dann taucht es am Schluss dann hier auf. Gut, im Endeffekt könnt ihr diesen Speed- und Power-Test auf eure Wünsche anpassen. Das sind alles verschiedene Werte hier. Ihr könnt die Schrift anpassen. Ihr könnt jetzt auch, wenn ihr 12 mm drin habt, könnt ihr hier einfach 12 mm eintragen, was auch immer, Sperrholz oder Hals oder Pappelsperrholz, wie auch immer. Und könnt ihr das Ganze dann lasern. Zum Lasern braucht man eigentlich nur auf Verarbeiten gehen. Da macht es nochmal eine Vorschau. Ihr müsst den Deckel schließen, weil sonst lasert der Laser nicht. Und dann könnt ihr auf Start drücken und euer Laser schießt los. Das war es auch schon und ich denke mal, wir werden jetzt einfach mal loslasern. Ich wünsche euch viel Spaß und wir werden das Ganze im Nachhinein einfach nochmal besprechen und uns die Qualität einfach nochmal anschauen und dann werden wir mal schauen, ob wir da zufrieden sind. Also, ab geht's!
Jetzt werden wir mal was ganz Krasses noch probieren. Und zwar, hier habe ich Zahnstocher. Auf diesen Zahnstocher will ich jetzt Gipfelholz haben. So Leute, Gipfelholz wird in Zukunft Zahnstocher produzieren. Was mich so fasziniert daran ist, dass die Kamera auf den Zehntel genau ist. Ihr habt es gesehen, ich habe das genau so auf diesem Zahnstocher ausgerichtet, wie das jetzt drauf gelasert worden ist. Und das finde ich faszinierend mit der Nahaufnahme von der Kamera, wie genau das da auf diesen Zahnstocher geht. Der Zahnstocher ist 2 mm. Und die Schrift ist 1,5 mm oder 1,6 mm. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Was meint ihr? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Ich bin persönlich echt begeistert davon. Ja, meine Lieben, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Habt ihr schon Laser? Wollt ihr euch einen Diodenlaser kaufen? Wollt ihr euch einen CO2-Laser kaufen? Was sind eure Meinungen zu diesem Laser hier? Habt ihr das gleiche Problem vielleicht wie ich hier, der nur einen Desktop-Laser verwenden kann, weil er kein anderes großes Gerät verwenden kann hier? Und. Könnt ihr mal unten alles in die Kommentare reinballern, was euch da einfach dazu einfällt. Würde mich echt drüber freuen. Ich werde immer wieder gefragt, wo gibt es die Dateien zum Downloaden und wo finde ich die Sachen? Leute, unten in der Videobeschreibung ein Link auf die Homepage und dort findet ihr alles. Ich werde auch eben alles andere nochmal verlinken, auch die Geräte werde ich euch verlinken, könnt ihr auch mal drauf schauen. Ich werde euch Lasermaterialien und einfach nochmal unten alles in der Videobeschreibung verlinken. Also schaut da einfach mal rein. Natürlich besprechen wir das Ganze jetzt mal und Leute, ich kann es euch immer nur wieder sagen, macht Speed- und Power-Tests und Schnitttests auf euren Materialien und sammelt diese Sachen. Dann habt ihr immer Referenzwerte und ihr könnt schauen, welches Material für euch am besten ist oder mit welcher Geschwindigkeit das für euch am besten ist. Jetzt gehen wir mal gleich mal zum Schnitttest, zum wichtigsten. Wir haben hier einen Schnitttest mit 4 mm Pappelsperrholz und jetzt kann man nur mal einen Vergleich machen. Wir fahren hier mit einer enormen Geschwindigkeit bei 70% mit 3000, das sind dann 3000 mm pro Minute oder 50 pro Sekunde. Und jetzt will ich das Ganze mal mit dem 48 Watt Diodenlaser vergleichen. Der steigt hier aus bei 1000 mm pro Minute. Ja, deshalb immer diese Umrechnerei. Bei Diodenlaser wird eher Minute angegeben, bei CO2 die Sekunde. Jetzt haben wir Also das heißt, wir haben hier die dreifache Geschwindigkeit, was wir hier Pappelsperrholz in 4 mm schneiden können. Und das finde ich schon mal enorm, die dreifache Geschwindigkeit, weil da sparen wir uns richtig Zeit. Ebenso ist es dann auch bei zum Beispiel, nur mal hier zum Schauen, das ist dann der auch 48 Watt mit 10 mm Sperrholz. Jetzt holen wir uns mal hier 10 mm Sperrholz da. Das geht nicht linear nach oben, sondern es wird ein bisschen schwächer. Das heißt, wir steigen hier bei 80% aus bei 300 mit 48 Watt und wir steigen hier aus bei 80 Watt und fast die doppelte Geschwindigkeit mit 540. Also ihr seht, es ist nicht linear, wie es hochgeht, aber ihr seht einfach mal, dass wir hier echt dicker schneiden können und viel, oder nicht dicker, sondern viel schneller schneiden können. Ja gut, es zieht sich dann alles so durch bis 19 mm fichtig. Hier ging es nicht durch und ich weiß warum, weil genau an der Stelle hier ein Ast ist. Also das müsste normalerweise auch rausgehen, aber das seht ihr jetzt auch mal, dass wir hier immer noch mit 80%, mit 240 oder mit 4 hier 19 mm Fichte schneiden können. Hier nochmal der Speed- und Power-Test hier, den man einfach sieht. Ja, ihr seht es dann schon, da hinten wird dann hier der Schmauch immer größer. Den kann man zwar abschleifen, aber ihr müsst dann einfach den richtigen Wert hier einfach finden für euer Material, damit ihr einfach nicht diesen Schmauch hier habt und dass es halt einfach schön rauskommt. Und umso langsamer
wie auch immer, umso schwärzer wird es. Und man kann natürlich schon noch ein bisschen weiter runterfahren, aber dann würde ich hier diese 80 bis 50 aus diesem Test hier rausnehmen. Wenn ihr dann noch langsamer werdet, dann müsst ihr hier bloß maximal bis 40% gehen, aber das könnt ihr euch dann selber auch nochmal einstellen. Acryl ist auch so eine mega Geschichte, klares Acryl. Ich habe jetzt hier ein Beispiel mit 4 mm, 5 mm, 10 mm, nehmen wir mal das 5 mm und schaut mal, wie schön das ausgeschnitten wird. Und das Ganze halt wirklich durchsichtig, und das ist ja das Tolle, was mit dem Diodenlaser definitiv nicht geht. Und ich glaube, ich mache es mal auf dem schwarzen Hintergrund, da seht ihr das besser. Und da geht er auch mit einer echt super enormen Geschwindigkeit hier einfach durch. Genauso natürlich schwarzes Acryl. Ja, da brauche ich keinen schwarzen Hintergrund. Das seht ihr jetzt auch mal. Also es ist echt richtig top. Und vor allem, was mir halt auch gefällt, wie fein der schneidet. Ich habe hier mal was ausgeschnitten aus 5 mm Acryl hier, diesen Hirsch. Und jetzt schaut mal diese Feinheiten an. Das kann ich ja mit der Hand hier gleich mal bewegen. Das bricht fast schon ab. So fein ist es geschnitten. Ich glaube, da muss ich jetzt wieder was Schwarzes nehmen, dann geht es besser. Und jetzt schaut mal, wie fein das alles ist hier. Also echt, da bin ich sowas von begeistert, von Acryl zu schneiden. Und es geht echt schnell. Was das Tolle ist, das habe ich euch ja gezeigt, da gibt es auch ein Video darüber, das gilt zwar über einen Diodenlaser, aber es funktioniert auch mit dem Xtool, mit einem CO2-Laser funktioniert das auch, und zwar mit einem Markierungsspray. Wie gesagt, schaut das Video einfach mal an, ist richtig cool, ist nur ein Folienspray und das ist richtig, es ist aber, Achtung Leute, nicht graviert, es ist markiert und es kommt so richtig schön sauber raus. Geht's da mal drauf auf das Video, schaut euch das Ganze an. Ich werde es euch unten alle Materialien werde ich euch unten auch nochmal verlinken. Und dann könnt ihr wirklich hier Edelstahl auch mit einer hohen Geschwindigkeit super schön markieren. Und es geht echt nicht mehr ab. Es ist eingebrannt ins Alu oder aufs Alu. Edelstahl direkt funktioniert echt auch. Da geht es ja um die Hitze hier. Ich habe sogar Farben hinbekommen. Ich habe da jetzt nicht mehr weitergemacht. Also wenn man da noch mit den Linien pro Zentimeter einfach spielt und hier so einen Speed- und Power-Test drauf macht, dann funktionieren auch Farben. Ihr seht die Farben. Direkt geht es also wirklich auch mit dem Diodenlaser. Auf normales Metall oder mit Stahl oder sonst irgendwas, da müsst ihr wieder mit dem Folienspray arbeiten, aber auf Edelstahl geht es direkt. Aber es funktioniert nicht ganz so gut wie mit dem Diodenlaser, aber ihr seht auch die Schrift, die schwarze unten, die ist auch sehr schön aufs Edelstahl markiert. Diese Fliese ist auch mein erster Versuch gewesen, ein Foto auf eine Fliese zu machen. Wie ich das mache, das erfahrt ihr auf der Homepage. Ich weiß, es geht besser. Es war der erste Versuch. Man muss noch ein bisschen in die Feineinstellungen gehen am Laser. Dann wird es auch besser funktionieren. Schieferplatte. Und da seht ihr schon, wie fein das hier drauf gelasert ist. Schaut echt cool aus auf dieser Schieferplatte. Schiefer macht sehr viel Spaß zu lasern, weil Schiefer echt super einfach ist. Also das geht auch verdammt schnell hier zu lasern. Da kann ich mit hoher Geschwindigkeit fahren. Bei dem Foto muss ich mit niedriger Geschwindigkeit hier fahren. Aber ihr seht es dann schon, ich kann hier schon locker mit 12.000 kann ich hier, nein, Entschuldigung, mit voller Leistung kann ich eigentlich hier mit 36.000 oder 600 kann ich hier komplett durchballern hier das Ganze. Also ist auch echt cool. Diese Smart Fill Funktion finde ich auch ganz cool. Ich lege hier mehrere Teile drunter, drücke auf Smart Fill und es wird ausgefüllt. Es stimmt zwar nicht jedes Mal hier, da muss ich ein, zwei Logos dann oder ein, zwei Sachen löschen, aber es funktioniert ganz gut. Nochmal vielleicht fein ausrichten und schon habe ich alles richtig passend auf meinem Stück drauf gelasert. Somit kann ich auch mir Zeit sparen und muss mir keine Schablonen machen oder sonst irgendwas. Aber das geht auch richtig gut mit der Kamera. Und ihr seht, mit der Kamera das Ausrichten, das ist sowas von genau hier. Jedes Teil ist richtig drauf graviert und obwohl hier ich gar keine Schablone verwendet habe, also richtig cool. Leider kann ich jetzt nicht mehr weitermachen, das wird sonst echt viel zu lang, das Video. Aber versprochen, wir werden alles andere noch behandeln in anderen Videos. Denn es gibt ja noch so viel zum Anschauen an dem Laser. Das war ja nur ein kurzer Einblick hier. Wir werden uns das Förderband anschauen, wo wir bis zu 3 Meter lange Stücke lasern können. Und wir werden den Rotari anschauen. Und wir werden auch dieses 3D, ich nenne es einfach 3D-Lasern, hier auch nochmal vorstellen, hier, wie das Ganze funktioniert in der Software, und das schauen wir uns alles in anderen Videos an. Aber jetzt kommen wir mal zum Fazit. Also ich persönlich bin echt richtig angetan von diesem Laser hier. Ich habe jetzt endlich einen CO2
Desktop-Laser gefunden, der hier in meine Werkstatt hochpasst hier und wo ich doch relativ große Sachen lasern kann. Auch mit dieser Erweiterung, die man noch anbauen kann, bin ich echt begeistert von und ich kriege es hier echt hoch in der Werkstatt. Die anderen Geräte, die viel größeren, ich kriege sie einfach nicht hier hoch und das ist das Problem, ohne hier einen Kran zu bestellen hier und die Fenster rauszureißen. Deshalb bin ich mit diesem Gerät echt top zufrieden. Vor allem auch diese smarten Sachen, die er einfach hat. Diese Kamerasysteme, das Messsystem hier. Gerade die Kamerasysteme, da kannst du auf ein Zehntel genau ausrichten. Es stimmt absolut, wo ich dann laser hier. Das gefällt mir echt gut, diese Nahaufnahme, dieses automatische Messsystem. Gut, da haben wir definitiv ein Problem, wenn wir Acryl messen wollen, aber da legt es einfach ein Blatt Papier dann drüber und messt dann auf dem Blatt Papier oder gibt es einfach dann die Werte einfach hier manuell einfach ein, dann ist es auch kein Problem. Glas messen zum Beispiel mit diesem Lasersystem funktioniert auch nicht gut, aber sonst, ich bin top auf zufrieden, auch mit diesem Ventilator, mit diesem Abluftgerät hier, was ich euch schon vorher gezeigt habe. Das ist richtig krass. Wenn ihr das Ganze nach draußen leiten könnt, ist natürlich echt noch besser. Das ist ganz klar. Aber wer das nicht nach draußen leiten kann, der nutzt einfach dieses Gerät hier. Und ich muss sagen, es stinkt gar nichts. Bei Acryl habe ich es ein bisschen gerochen hier. Aber wenn man sich mal den Filter anschaut, ich habe echt verdammt viel gelasert. Und der filtert richtig gut raus und es riecht so gut wie gar nicht, muss ich sagen. Das ist ja das Wichtige drin, dass die giftigen Stoffe einfach rausgefiltert werden und natürlich einen leichten Geruch hat man immer ein bisschen. Also ein kleines Manko sehe ich daran noch hier irgendwo. Also ich sage jetzt mal so, dieses Plastik ist echt sehr, sehr hochwertig, aber ich muss sagen, man sieht relativ schnell Fingerabdrücke hier drauf. Also man muss hier auch dann schön immer reinigen. Ich würde da nicht mit was Aggressivem drauf gehen, einfach mit Fensterreiniger reinigen. Aber man sieht hier relativ schnell die Fingerabdrücke. Aber das ist jetzt hier Jammern auf hohem Niveau, muss ich sagen. Mich persönlich stört es nicht. Es ist ein Gebrauchsgegenstand für mich. Das Zweite muss ich dazu sagen, er ist jetzt beim Lasern nicht wirklich leise. Ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Aber er ist jetzt nicht ganz so leise. Also es hat schon eine gewisse Geräuschkulisse. Wie versprochen jetzt noch die Lautstärken. Es ist nichts runtergedreht. Hier ist das Mikro, ich stehe direkt davor. Hier hört ihr den Laser direkt hier. Das ist einfach nur das leichte Lüftergeräusch. Es ist wirklich nur ertragbar, gar kein Stress. Jetzt machen wir mal den Filter an hier auf volle Lotte. Hört man schon ein bisschen lauter, aber ich finde es jetzt auch nicht wirklich schlimm. Jetzt kommen wir zum Lasern. Das kommt jetzt gleich ein Klick hier. Das verriegelt dann hier den Deckel und es geht los mit Laser. Ihr hört jetzt auch dann die Wasserpumpe noch im Hintergrund und mehrere Lüfter laufen. Ich glaube, ihr merkt schon selber, dass ich schon positiv angetan bin von diesem Laser, weil mir persönlich gefällt er echt richtig gut. Es macht richtig Spaß zum Lasern und es ist einfach damit anzufangen, weil ich nicht basteln muss und das ist das, was mir einfach taugt und die Leistung taugt mir einfach. Ich kann eine bis zu dreifache Geschwindigkeit fahren, also zu einem 48 Watt oder dem stärksten Diodenlaser, gerade aktuell auf dem Markt. Dreifache Geschwindigkeit und das gefällt mir, weil ich kann hier Material durchballern und das ist einfach nur top. So Leute, wir sind am Ende des Videos hier. Ich hoffe, euch hat das Ganze jetzt gefallen. Die anderen Videos werden auch noch kommen, versprochen. Lasst doch bitte einen Daumen da, lasst einen Kommentar vor allem da. Würde ich mich echt drüber freuen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das. Dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Laservideo hier. Schöne Grüße aus dem Allgäu. Servus.